Die Düfte sind kastriert ins Negative. Ganz einfach. So, ob ihr es wollt oder nicht. Wir werden jetzt über Sertschov reden und Real Talk reden und nicht positiv. Mein Name ist Dennis aka Fragansauer aus Hamburg, für die Leute, die es immer noch nicht wissen. So. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll und whatever. Ich war kurz mal auf Sylt und war da in einer Parfümerie, den Namen werde ich jetzt nicht nennen, ist auch völlig unwichtig. Und in Kampen war ich und da kann man sehr gute Düfte testen und da haben sie auch einige Sertschov-Düfte, ungefähr so viel wie ich mit Augenzwinkern. Weil ich habe ja einige, 46, 48 Stück, keine Ahnung, 2, 3 Stück haben meine Sammlung verlassen und werden eventuell noch mal 1, 2 auch folgen, weil ich habe, ihr wisst ja, über 1000 Düfte und ich will mich ein bisschen verkleinern. Nicht, weil sie schlecht sind, aber ich will so meine Dinge haben und dementsprechend, ja, sind dann manche auch im Zug da auf Parfumo. Fakt ist aber, ich will über Sertschov reden. So, wir haben ja oft über den hier geredet und ich muss sagen, ja, der wurde verändert, der Naxos. Natürlich wurde der verändert. Glaubt also nicht denjenigen, die meinen, den müsst ihr länger stehen lassen, etc. pp. Ja, ihr könnt ihn länger stehen lassen und dann funktioniert der auch ein bisschen besser, der riecht dann auch ein bisschen besser. Fakt ist aber, dass ein Kumpel von mir auch so ein Verrückter ist, der ist natürlich nicht hier so wie ich, Creator, aber der ist auch verrückt und der hat die aktuelle Version beziehungsweise den von 24 und hat den lange stehen gelassen. Trotzdem wird er nicht wie der hier von 2020. Das ist doch ganz klar. Der Honig, die Tiefe fehlt. Aber ich habe dort, wo ich eigentlich, oder der Hauptpunkt dieses Video ist, dass ich auf, ja, jeden Duft habe ich in dieser Parfümerie gerochen von Sertschov. Und alle Düfte, alle, die ich hier habe, sind nicht mehr so, wie ich sie habe. Apollonia. Wir können jetzt fast, außer vielleicht Uden, aber sonst können wir fast, obwohl Uden meiner Meinung nach auch ein bisschen anders ist. Aber alle, die ich hier habe, und das sind viele, auch selbst der Don, meiner Meinung nach, ist alles verändert worden und alles in Negative, meiner Meinung nach. Es ist luftiger, es ist wässriger. Ganz ehrlich, es war mal einer meiner Lines, Marken, ist es immer noch, aber ich werde mir wahrscheinlich keinen mehr kaufen. Weil, was soll man damit? Klar, die hatten jetzt nicht so viele Oud-Stars, tatsächlich wunderte mich, nicht so viele Oud-Stars, die habe ich aber dann irgendwann nicht mehr gerochen, weil ich bin ein Oud-Fan und ich hatte schon Angst. Ich wollte die nicht mehr riechen. Ich habe die anderen alle gerochen. Und hier der neue zum Beispiel, ich werde ihn mal einblenden, der hier, Duane Edition. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber es ist ein fürchterlicher Duft. Ganz schlimm. 4,5 habe ich den bewertet. Mehr kannst du nicht geben, ganz ehrlich. Es ist alles so ein Hype. Ich meine, ich kann das verstehen, dass vor allen Dingen auch ich diese Brand hochgehypt hat. Das ist immer noch einer meiner Lieblingsdüfte. Ja, auch die aktuelle Version. Wenn du ihn gar nicht mehr hast, ist auch kacke, ne, ist klar. Aber wie kann man denn Apollonia, die Iris oder dieses Pudrige, das ist komplett nicht mehr da. Dekas ist anders. Was in Dekas sofort da ist, kommt später. Und vor allen Dingen La Capitale. Die Erdbeernote kommt irgendwann mal und ist am Anfang, kann man gar nicht beschreiben. Ja? Der Sohn von meinem Kumpel hatte den aufgesprüht. Habe ich gedacht, was ist das? Ich habe gefragt, welcher Duft ist das? Muss ich noch einiges andere dazu sagen? So, ich stand da davor. Ich habe gar nicht gesehen, welchen Duft er genommen hat. Ich habe zwar Erdbeere, ein bisschen gerochen, aber ne, da könnte man, oder habe ich natürlich gleich geschaltet, vielleicht ja, es könnte der sein, aber das war so erschreckend, weil das mit der erste war. Das soll der La Capitale sein. Alles, ich will das hier gar nicht so lang machen, das Video. Alles, was aktuell dort steht, ist nicht mehr das, was es ist. Dass die Batches sich ändern, dass immer irgendwas verändert werden muss, das ist heutzutage so. Das ist leider so. Warum auch immer. Um die Leute zu triggern, um irgendwelche andere Scheiße, whatever. Aber ich bitte euch, die Düfte so zu kastrieren. Die Düfte sind kastriert. Ganz einfach. So. Das ist absolut ins Negative. Die Düfte sind kastriert ins Negative. Ganz einfach. Das sage ich und das darf ich sagen, weil es einfach so ist. Ich habe die Version ja hier. Die sind alle 4, 5 Jahre alt. Die riechen alle nicht mehr so. Natürlich kommt man vielleicht irgendwann in diese Richtung, wenn man irgendwann die
Herznote überstanden hat und kommt man in die Basisnote in Dry Down. Aber selbst da ist er schwächer und er ist dann schon abgeschwächt. Das kommt ja auch noch dazu. Leute, ganz ehrlich, ich würde aktuell, ich persönlich, ihr müsst das natürlich, ne, ich will euch nicht verleiten. Ich habe natürlich jetzt auch genug. Aber wenn einer zum Beispiel den Naxos, obwohl der Naxos, lassen wir den mal aus, aber wenn einer den Apollonia nicht hat und den jetzt haben möchte oder den La Capital, ja, der riecht den jetzt und ich würde den jetzt zum Beispiel meinen zeigen, dann wird der umfallen. Er wird einfach umfallen. So, und das darf es nicht sein. Man kann ja, oder wenn man reformulieren muss, ich meine, immer wenn sich zum Beispiel auf dem Flakon ändert, dann ändert sich meistens auch der Inhalt. Das ist einfach so. Das kommt nicht von mir. Das hat auch mal einer gesagt. Ist egal, wer jetzt. Und wir reden hier nicht von den ihr, die jetzt denkt, ne? Auf jeden Fall, es ist einfach Fakt, dass sich dann meistens was ändert. So. Und sei es mal dahingestellt, dass das denn, sollen sie es denn machen? Eigentlich sollen sie es nicht machen, aber wenn sie es machen, aber dann macht es doch ordentlich. Und verwässert nicht jeden Duft. Ganz ehrlich, am Anfang, ich sag ja auch, da ist auch was dran. Man riecht weniger, die Nase, wenn ihr jeden Tag Düfte habt, dann riecht ihr anders. Aber ich rieche sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich kann Sachen riechen, die will man nicht riechen. Fakt ist aber, dass ich das sofort wahrnehme und frage, was ist das? Was haben die denn mit dem Duft gemacht? Und das kann es nicht sein. Für denselben Preis, beziehungsweise für 50 € mehr oder whatever aktuell, ne, das kann nicht sein. Das darf und kann nicht sein. Und das sollte mal geändert werden, weil ich persönlich, ja, ich habe jetzt den Vorteil, ich habe noch die alten, da sind noch so viel drin und so weiter. Ich habe auch noch so viele andere Düfte, dass ich jetzt keine kaufen muss. Aber für den Endabnehmer, der jetzt nicht so viel Düfte hat, ist das traurig. Und wenn er vor allen Dingen seinen Lieblingsduft hat und irgendwann die neuen riecht und der riecht einfach kastriert, dann ist das eine Katastrophe. Dann ist das auch nicht mehr irgendwie, das musste man so machen. Mann, ihr müsst gar nichts. Ihr müsst gar nichts. Macht das richtig. Ihr habt doch schon, die EU, ihr habt doch schon gar keine gefährlichen Stoffe oder krebserregende Stoffe da drin. Aber denn, ihr habt jetzt alles da drin, was ihr dürft. Aber das heißt nicht, dass ihr das verwässern müsst. Ne? Das können andere auch. Man muss das nicht. Und deswegen, ja. Schreibt mal runter, was haltet ihr davon? Ich will auch gar nicht so weiter reingehen, weil dann könnte ich mich noch weiter auslassen. Vielleicht müsste ich das mal machen. Man könnte hier ein 30-Minuten-Video machen, aber ich will das nicht. Ich halte mich kurz. Ich sage nur, dass Search-Off kastriert ist und ich würde aktuell kein Search-Off mehr kaufen. Punkt. Egal, was da kommt. Und der neue, den ich eingeblendet hatte, ist eine Katastrophe in meinen Augen, aber das ist ja auch Geschmackssache. Es ist alles Geschmackssache. Vielleicht, dann finde ich das toll, gleich mal vorweg für die Leute, die jetzt gleich, wenn ihr einen Duft habt und meint, der ist doch cool, weil ihr vielleicht die alte Version nicht kanntet, dann ist das in Ordnung. Ne? Also richtig zuhören hier im Video für die Leute, die vielleicht meckern. Ne? Gibt aber nicht zu meckern. Geht mal hin. Und wenn ihr die alten Versionen kennt, die ich kenne, dann habt ihr einfach dieses Feeling, das ist eine Katastrophe. Für mich ist das eine Katastrophe. Ne? Wie gesagt, nochmal zum Mitschreiben. Für die Leute, die die alten Versionen nicht kennen, vielleicht ist das nicht so. Ne? Aber inzwischen, glaube ich, macht Search-Off ja jedes Jahr einen anderen Batch und es riecht einfach immer anders. Ne, die Batches sind ja so und so mal verschieden. Es kann kein Batch 100%, dieses ständig lagern, irgendwas ist auch mal leer, dann muss was neu produziert werden, ist ja alles okay. Aber übertreibt es nicht, weil so habt ihr alle kastriert in meinen Augen. Ich habe da 10, 15, 20 Düfte getestet und dann habe ich aufgegeben, weil es schlimm war. Einfach schlimm. Also Leute, Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Wenn ihr Mitglied werden wollt, macht es gerne, dann seht ihr Videos vorher. Wenn es denn, ne, eigentlich kriege ich es immer zu 99% hin. Im Moment ist sehr viel Action, deswegen kommen noch ein bisschen weniger. Videos hatte ich eigentlich alles schon geschrieben und auch im letzten Video erwähnt. Aber es wird natürlich wieder normal bald laufen. Also Leute, reinhauen und bis zum nächsten Mal.